In den ersten Jahren des IQWiC wurde das Institut mit der Bewertung verschiedener Antidepressiva beauftragt und es hat sich herausgestellt, dass eine dieser Bewertungen in ihrer Bedeutung weit über diesen Auftrag hinausging. Das ist der Fall Reboxetin. Wenn wir eine Bewertung machen, ist ein erster wesentlicher Schritt, dass wir eine Recherche nach allen verfügbaren Studien durchführen, um unsere Bewertung auf einer vollständigen Datenbasis durchzuführen. Bei Reboxetin war es jetzt so, dass wir sehr wenige publizierte Studien gefunden haben, gleichzeitig aber für viele Studien Spuren entdeckt haben, ohne dass die Gesamtstudien verfügbar waren. Wir haben uns deshalb an den Hersteller von Reboxetin gewandt, mit der Bitte, uns diese Studien zur Verfügung zu stellen. Und der Hersteller ist dieser Bitte zunächst nicht nachgekommen. Wir haben dann in einer Art detektivischer Arbeit versucht herauszufinden, wie viele Patienten in diesen Studien waren, welchen Anteil die unpublizierten Studien an der Gesamtevidenz hatten und mussten feststellen, dass ein großer Teil der verfügbaren Daten für Reboxetin nicht publiziert war. Wir haben dann einen vorläufigen Bericht veröffentlicht, in dem wir diesen Sachverhalt geschildert haben und haben dann auch über Öffentlichkeitsarbeit das Problem in eine öffentliche Diskussion gebracht. Langer Rede, kurzer Sinn. Nachdem wir diese öffentliche Diskussion geführt haben, hat der Hersteller uns alle Daten zur Verfügung gestellt. Wir haben dann bestätigt bekommen bei der Sichtung dieser Daten, dass tatsächlich etwa 75% der Patientendaten nicht verfügbar waren in der Öffentlichkeit. Wir haben eine Bewertung auf Basis dieses vollständigen Datensatzes durchgeführt und das Ergebnis war, dass es keinen Nutzennachweis für dieses Medikament gab. Der GBA hat dann entschieden, dass das Medikament nicht mehr erstattet werden soll. Die Bedeutung dieser Bewertung geht weit über den Einzelfall hinaus. Wir haben die Studie dann auch international veröffentlicht und die ist damit eingegangen in die Diskussion zur Datentransparenz in Europa. In Deutschland hat dieses Beispiel sicherlich dazu geführt, dass im Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz, dem AMNOG, festgelegt wurde, dass der Hersteller für die Bewertung seines Arzneimittels alle Studienberichte einreichen muss, so dass für diese Bewertung in Deutschland jetzt regelhaft die vollständige Datenbasis zur Verfügung steht.